Moin Leute, willkommen im Buderland. Ich habe hier mein Google Pixel 7 Pro und das richtet jetzt fleißig vor sich ein. Und ich mache jetzt kein Unboxing-Video, was ihr vielleicht schon am Titel von diesem Video gesehen habt, sondern ich habe hier zwei Hüllen. Und zwar habe ich einmal die Tough Clear Cases, also das weiße durchsichtige Case von Google aus dem Google Store, und von Spigen habe ich mir noch das Ultra Hybrid geholt. Googles Case kostet 21,99 €, das von Spigen kostet 16,99 €, also ungefähr dieselbe Preisklasse. Und da, wie gesagt, mein Pixel hier noch fleißig vor sich einrichtet, gucken wir uns jetzt einfach mal diese beiden Hüllen an und dann schauen wir mal, welche ich davon tatsächlich nutzen werde. Ich fange jetzt einfach mal mit Spigen an. Wer Spigen nicht kennt, die machen ganz viel Smartphone-Zubehör, aber auch Ladegeräte und Kabel und sowas. Aber ich habe die meistens immer als Hüllen benutzt. So sieht das Ganze dann aus. Hier ist sogar noch eine Folie dran, wie immer, warum auch immer. So, Hülle Nummer 1. Googles Tough Clear Case Ultra Clear Stays Clear. Meine letzte Google-Hülle hat ja nicht so gutes Ende gefunden. Da war ja das Problem, dass die dann irgendwann vergilbt ist. Einfach rausschieben. Einfach. So. Und da ist sie auch schon. Die ist jetzt mal ohne irgendwelche Aufbapper. So, und jetzt lege ich die nebeneinander. Und auf den ersten Blick sehen die von der Form ziemlich ähnlich aus. Das Clear Case von Google ist aber ein bisschen dicker. Also das merkt man nämlich von der Höhe einfach so. Ja. Hier steht ansonsten noch Case Mat drauf, wer es braucht. Oben die Öffnung scheint ziemlich ähnlich zu sein. Die Tasten sind hier ein bisschen unterschiedlich. Unten die Löcher sehen auch ziemlich ähnlich aus. Beim Clearcase ist gefühlt alles so ein bisschen größer. Bei Spigen haben wir unten nochmal so eine Aufschrift. Und oben sind die Löcher bei Spigen auch ein bisschen kleiner. Was steht denn hier noch drauf? Air Cushion Technology. Ach ja, das sollen ja so lustige Kissen in den Ecken sein. Also eigentlich sehen die sich ziemlich ähnlich. Und ich fange jetzt einfach mal hier vorne an. Gucken wir mal, wie leicht das reingeht. Okay, leicht geht es rein. Das Display liegt hier halt ziemlich nackt drauf. Also ich meine, die Seiten hier vorne sind ein bisschen erhöht. Das heißt, wenn man es jetzt auch so hinlegt, dann schwebt das Display so ein bisschen, also es liegt nicht komplett auf, aber so richtig groß ist dieser Abstand nicht. Also verlassen würde ich mich nicht drauf. Dafür sind die Ränder hier an der Seite relativ schmal. Stehen hier nicht drüber, was halt die Sache dann immer ganz praktisch ist, wenn man dann halt die Swipe-Gesten und sowas hat, dass man nicht ständig gegen die Hülle haut. Tasten. Ja. Reagieren. Da ist jetzt kein Problem. Die Ecken sind hier auch so ein bisschen gewölbter, wie so kleine Öhrchen. Und ne, was bei Spigen dieses Air Cushion ist hier, sieht man das halt noch ein bisschen extremer. Wo ich immer so das Problem haben werde, wahrscheinlich, das ist hier an dem Rand, dadurch, dass ja das so ein Curve-Display ist, wird da wahrscheinlich dann hier sich immer der Dreck und der Staub ansammeln. Da sollte man die regelmäßig sauber machen, damit sich nicht hinten drunter irgendwie Staub ansammelt und das dann irgendwie verkratzt. Aber ist mal erstmal alles schön geschmeidig, keine unschönen Kanten oder so. Kann man mitarbeiten. So, dann sehen wir schon, dass wir wieder rausbekommen. Also raus geht auch relativ einfach. So, das war das Google Case. Jetzt nehmen wir mal das Spigen Case. Das kommt mir schon, das spüre ich gerade, ein bisschen härter vor. Auch hier wieder leichte Erhöhung auf der Seite. Die kommt mir vielleicht ein bisschen höher vor, aber kommt mir vielleicht aber auch nur so vor, weil das Case so ein bisschen härter ist. Also es fühlt sich schon ein bisschen anders an. Das merkt man schon. Ich kann jetzt aber noch nicht beurteilen, ob das jetzt positiv oder negativ ist.
Tasten fühlen sich von der Qualität ähnlich an. Ne, der einzige Unterschied ist halt dass die Tasten so ein bisschen getrennt sind, während das hier bei dem Google Case ein großer Taster war, den man drücken konnte. Und ansonsten, ich sehe gerade auch, die Kamera liegt jetzt auch nicht auf. Da ist jetzt auch so ein bisschen Rahmen drüber. Das ist aber bei beiden so der Fall. Also ganz ehrlich, so auf den ersten Blick, aber was vielleicht auffällt, hier kennt man so einen kleinen Rahmen drin. Das hat man hier jetzt nicht, während das hier, ich zeige es euch mal, also so sieht es jetzt mit Spiken aus, da sieht man so einen kleinen Rahmen. Also das Spiken-Case ist auf jeden Fall irgendwie ein bisschen härter. Wenn ich das jetzt das Google Case mache, da sieht man diesen Rahmen nicht so extrem wie bei dem Spigen Case. Stört mich per se jetzt aber eigentlich erstmal nicht. Da würde mich, glaube ich, eher dieser Casemat, diese Aufschrift, die stört mich dann, glaube ich, eher. Ich bin noch unentschlossen, aber ich glaube, ich werde erstmal zu dem Spigen Case greifen. Das fühlt sich mir erstmal sicherer an. Aber vielleicht werde ich das auch einfach ein bisschen rumvariieren. Aber ansonsten geben die sich beide nichts. Also sowas, was den Schutz angeht, die Höhe der Ränder und so. Wie gesagt, ich glaube, das von Google ist auch ein bisschen breiter, aber das kann ich mir aber auch nur so vorstellen, dass das Einbildung ist. Ja, falls ihr Fragen zu diesen beiden Hüllen habt, ihr könnt sie mir gerne noch in die Kommentare schreiben, aber viel mehr möchte ich euch gar nicht zeigen, weil wie gesagt, das sind die beiden Cases, 21,99, 16,99. Schauen wir mal, wie sich die langfristig bewähren werden. Ansonsten, das Pixel 7 richtet bei mir immer noch fleißig ein und damit wünsche ich euch schon mal ein schönes Wochenende. Macht's gut. Ciao, ciao.